Heute kommen wir zum Screening der gefundenen Referenzen. Nach der Suche in den verschiedenen Datenbanken und der Entfernung der Duplikate habe ich noch 386 Referenzen übrig, die ich screenen möchte. Screening im ersten Schritt bedeutet, dass ich Titel und Abstract dieser Referenzen mit meinen Ein- und Ausschlusskriterien abgleiche. So sortiere ich die Referenzen in zwei Gruppen: solche, die ich ausschließen kann, und solche, von denen ich mir nach Möglichkeit den ganzen Text besorge. In diesem Stadium habe ich Artikel ausgeschlossen, bei denen es sich entweder um einen Fallbericht oder eine Fallserie handelte, aber nicht um eine klinische Studie, bei denen entweder Vorher- und Nachher-Vergleiche angestellt wurden, aber keine zwei Gruppen verglichen, bei welchen Ratten und Mäuse behandelt wurden, bei denen Akupressur durchgeführt wurde, aber keine Akupunktur, oder bei denen die Kontrollgruppe ebenfalls eine aktive Behandlung erhielt, wie zum Beispiel Psychotherapie, NLP oder Medikation. Weiter habe ich Studien ausgeschlossen, bei denen zwei verschiedene Akupunkturformen miteinander verglichen wurden. Oder bei denen es sich gar nicht um eine klinische Studie handelte, sondern bereits um eine systematische Literaturübersicht. Die Studien entsprachen auch nicht meinen Einschlusskriterien, falls in die Akupunkturpunkte eine aktive Substanz eingebracht wurde, falls es sich bei den akupunktierten Personen nicht um übergewichtige Personen handelte, falls es sich nur um Studienprotokolle, aber noch keine durchgeführten Studien handelte oder falls die Studien noch andauerten. Eingeschlossen habe ich hingegen Studien, bei denen die Kontrollgruppe eine Kontrollakupunktur erhielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es doch einige Papers zur Akupressur gab. Da würde es sich vielleicht lohnen, eine eigene Literatursuche nochmal durchzuführen. Einige Studien beschäftigten sich mit dem Mechanismus hinter der Akupunkturbehandlung. Auch das wäre ein interessantes Feld. Schließlich ist mir aufgefallen, dass ich mir nicht immer sicher war, ob jedes publizierte Paper auch wirklich eine eigene Studie darstellte. Da müsste man dann im Nachhinein vergleichen, ob vielleicht aus der gleichen Studie mehrere Papers hervorgingen, anhand der Anzahl Teilnehmenden und der Studiendauer und so weiter. So ein Screening sollte man unabhängig von zwei verschiedenen Personen durchführen lassen. Ist man sich nicht ganz sicher, ob die Studie den Ein- und Ausschlusskriterien entspricht, sortiert man sie erstmal in die Gruppe der Artikel, bei denen man sich den Volltext besorgen möchte. Anhand der Volltexte erfolgt dann ein zweiter Screening-Schritt. In meinem Fall blieben 73 Publikationen übrig, von denen ich mir den Volltext besorgen möchte. Bei 28 hat das automatisch mit der Funktion Find Full Text in EndNote funktioniert. 42 Artikel wurden nicht gefunden und 3 befanden sich schon ursprünglich in der Datenbank. Wo der Volltext nicht automatisch gefunden wurde, kann man versuchen, diesen über die Journal-Website oder den Bibliothekskatalog zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Autoren direkt anzuschreiben, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse des Corresponding Authors oder über eine Plattform wie ResearchGate. Außerdem ist es in vielen Bibliotheken möglich, eine Kopie des Artikels zu bestellen oder man kauft sie direkt auf der Website des Journals. Allenfalls sind auch Artikel als Preprint-Versionen auf Repositorien abgelegt. Manchmal stellt sich heraus, dass es bei der gefundenen Referenz um ein Conference Abstract geht. Da kann man vergleichen, ob die Studie vielleicht in der Zwischenzeit auch als Ganzes publiziert wurde oder man schaut, ob das Conference Abstract ausreicht, um die benötigten Informationen herauszuschreiben. In diesem Fall also die Wirksamkeit der Akupunktur beim Abnehmen. Wie lange hat dieses Screening nun gedauert? Ich habe für meine knapp 400 Referenzen etwa 2 Stunden benötigt. Die höchste Anzahl Referenzen, die ich selber mal gescreent habe, waren 4500. Und daher würde ich sagen, für mich persönlich liegt die Schmerzgrenze etwa bei 5000 Referenzen. Manchmal werde ich gefragt, wie viele Referenzen man denn normalerweise so screenen muss. Das hängt natürlich einerseits vom Forschungsgebiet ab, nämlich davon, wie viel da bereits publiziert wurde, andererseits aber auch davon, wie gut man nach Referenzen in den Datenbanken suchen kann. Das heißt, wie gut sich das gewählte Thema begrifflich eingrenzen lässt. Ich habe 25 kürzlich publizierte systematische Literaturarbeiten aus PubMed herausgesucht, bei denen ein Prisma-Flowchart vorhanden war, sodass ich die entsprechenden Werte herauslesen konnte. Im Durchschnitt wurden dort 2000 Artikel gescreent nach Titel und Abstract. Das Minimum lag bei knapp 200 und das Maximum bei über 8000. Im Durchschnitt wurden 10% davon ausgewählt, um den Volltext zu durchsuchen, und davon konnten wiederum 1/3 verwendet werden und in den Review einfließen.
Wenn ich so viele Volltexte wie möglich besorgt habe, screene ich diese nochmal nach den Ein- und Ausschlusskriterien. Danach extrahiere ich aus den eingeschlossenen Artikeln die gewünschten Daten. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an.